God is goed te alle tijd. En alle tijd God is goed. Is dat zo in dien leven? Is deze waarheid wirklich in dien hart? Welkom to de Evangelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hartend is, dat u hier bent. En vandaag de boodschap van wo God goed is. De Scheenheit von Gott. En wirklich Gott te bekijken in zijn, wo hij goed wie am Anfang, wo hij goed wie in Jezus, wo hij goed is te die, en wo hij goed is in de eeuwigheid. En ten weiten, God is goed. Wir nehmen viel tijd in ons leven om onze Problem bekijken wat wir sollen für Entscheidungen merken, aber vielleicht viel zu wenig onze Augen auf Gott konzentrieren en sein, wo Gott hij is. So wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in den States in Canada, Deutschland, wo immer die best. Gott ist gut. Ich sei dankbar, dass du hier bist. Und ich wünsche von dir, kannst du die Drockigkeiten von der Weg zu sie drehen und ganz konzentrieren in sein und hören und dort wirklich erleben und schmecken, dass Gott ist gut. Ich glaub die Herr. Ob dine nåd ist förlåten all mina dag haft dine hand mig gehöllen von dem Moment wo jag vart bedeckt mig då leib wo sing von der Scheenheit von Gott. Min ganze Leben wirst du treu haben. Min ganze Leben wirst du gut, so gut. Solange hast du mir erst dort leben, wo ich sing von der Scheenheit von Gott. Ich glaub dine Sterne. Von der Scheenheit von Gott. Mein ganzes Leben
Dankschein für das schöne Leid. Du hörst hier der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner, Dankschein für Hörchen. Wir haben verschiedenste Programme gehabt dit Jahr. Wir haben von der Markus Buch besonders das Leben und Sterben von Jesus Christus. Wir bekickten Mutters in Not, besonders vom Mutterstag, und wir sagen, dass Gott hat Mutters besonders gemerkt. Und dann, wo der Heilige Geist in uns Leben schaffen hat. Und die letzten 2 Wochen kriegt Programm von diese 10 Jungfrühen, der Unterschied zwischen der Weise und der Klüge. Und wenn du irgend von dem Programm hast gemisst, wir haben einen YouTube-Channel, seht dort ab, Evangelische Botschaft oder Gospel Message, kann jeder von der Botschaft weiter hören oder wenn ihr was haben gemisst, für das erste Mal hören. Aber viel von den Botschaften reden zu uns, und das ist auch schön. Aber von der haben wir eine Botschaft, was nicht über die ist, das ist über Gott. Und das heißt sich die Scheenheit von Gott. Gott ist Gott. Vierken denkt wie viel von uns selbst, was Gott will in uns tun, wo Gott will uns leiden und führen, wo er uns will helfen, was Gott alle für uns tut. Aber liebe Freund, von der werden wir dit umdrehen und werden wir bloß Gott bekicken und sein, wer er ist und dass er ist Gott. Ich will anfangen mit für die Einleitung Psalm 34 zu lesen, die erste Allversion, das sagt: Ich will dem Herrn immer loben. Mein Mühl soll immer reit sein, zu loben. Meine Seele soll vom Herrn immer Gott reden, dort die, wat im Elend sind, dort hören und sich dort freuen. Verherrlicht mit mir dem Herrn, weil wir alle taub seinen Namen hoch ehren. Ich sag den Herrn, und er antwortet mir, und er rad mir ut all meine Furcht. Die sich ab arm verloten, haben ein Gesicht, dat mit Freude strahlt, und sie waren niemals geschont. Als des Mannen sein Elend schrie, hier der Haararm und Halbarm ut all seine Not. Dem Herrn sein Engel lehrt sich die am fürchten, und halbt an ut. Fingt einmal selbst ut, wo Gott der Herr ist, wo Gott ist dort für dem, der sich ab arm verlässt. Fürcht dem Herrn, je seine Heilige, die am fürchten, wird dort an nichts fehlen. Sogar die junge Leibs können schwach und hungrig werden, aber die den Herrn segnen, wird dort an nichts Gutes fehlen. Wahre die Überschrift von der Botschaft ist, Gott ist Gott. Und diese Botschaft ist nicht von die können für die sein, aber nicht von die Botschaft ist von Gott. Und für wieder nennen gehen, werden wir tot beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Tag, wir danken dir für das Gelegenheit, auf das Radioprogramm dien wird, zu breiten. Himmlischer Vater, ich bete, dass wir können unsere Augen weg von uns selbst reden, von uns einen Leben, von vielleicht, was wir gut haben oder schlecht, und uns konzentrieren und kicken nach dir. Himmlischer Vater, du bist so sehr gut zu uns. Wir bekennen, dass durch uns Leben, du yes mit uns, du bist gut zu uns. Himmlischer Vater, help uns, diese Wahrheit deep in Hort zu kriegen, dass wir weiten dort und uns dort Mut jeften leben und dann auch wieder in Leben dort unsere Augen ab die sind. Ich danke dir für dein Wort. Ich bete, dass dort ein Segen sein, dass dein Reich wird gebüht sein und die Namen wird geehrt sein. Ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. So Gott ist Gott. Ich sehe all mein Gebet, wir wollen unsere Augen ab Jesus holen von dir. Ein von den besten Bilder von dit in der Bibel ist Petrus, geht ab dem Wasser. Und die Bibel wiest, wenn seine Augen ab Jesus holen, er kann wirklich ab Wasser gehen. Was soll allmählich sein von Person passiert? Das sind Wunder, was passieren, wenn wir unsere Augen ab Jesus holen. Aber so schwer es zu der Sieg kickt, zu den Wahlen, der Wind, wie können sein, die Probleme von uns leben, dann fängt er an zu sinken. Aber wann noch anfängt zu sinken, danach weit wie, Jesus regt seine Hand raus und er will am helfen. Wann wir auch unser Problem bekicken, danach ist Jesus da mit seiner Hand und er will uns dort helfen. Das ist interessant, die Geschichte ist nicht genannt, Petrus singt im Wasser. Die Geschichte ist genannt, Petrus geht ab dem Wasser. Und das ist das wichtigste Part. Wenn wir unsere Augen ab Jesus holen, dann können da wunderbare Dinge passieren.
Ein paar Sprüche, wo ich vergleichen mit jemand mitteilen, wo ich habe gelesen, wie kann sein Quotes. Eine früh sagt es dit. Wenn du sitzt, wo Gott ist, dann wird es Scheenheit von Gott auch zu seinen sein, zu dem, was darum die sind. Noch eine Person sagt es dit. Alle gute Dinge in meinem Leben passieren bloß, wenn Gott Gott ist. Ich wundere, kannst du dort kriegst es dort sein? A.W. Tozer sagt es dit. Wo schein Gott ist, oder wo Gott ist, es fehlt alle wunderbar, als wir uns können denken. Und das ist wirklich so dort. Wir haben hier ein Programm zum Reden von wo Gott ist, aber wirklich, wir können das nicht in Wort nennen. Und Charles Spurgeon sagt es dit. Denk an, wo Gott ist, wenn du der schwere Tiden jetzt in Leben. Ich glaube, das ist eine Entscheidung für uns alle, wenn wir der schwere Tiden gehen, wenn der Sturm kommt, sind unsere Augen auf Gott, oder sind die auf einmal auf den Sturm, die Wellen, die Wind, und dann fangen wir an zu sinken. Wir wollen dort Punkte bekicken an Gott als Gott. In paar diese Werk und in paar nächste Werk. Das erste ist Gott als Gott im Anfang. Ganz ab dem Anfang von der Welt, er fängt an, er merkt Dinge, er sieht dort als Gott. Und dann das zweite, Gott als Gott in Jesus. Dann werden wir von 1. Mose nach der Evangeliumsbeker gehen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und sein, wo Gott ist in Jesus. Und dann werden wir wieder hupsen ein paar tausend Jahre und bekicken, wo Gott ist Gott zu dir. Von dir, Gott ist Gott zu dir. Und dann werden wir in die Zukunft kicken und sagen, Gott ist Gott für die Ewigkeit. Einmal sagen wir von Plautdietsch, die Botschaft ist von 1. Mose bis Offenbarung. Der hat alles gepredigt in der ganzen Bibel. Und dieses Programm wird dort ein bisschen das sein. Gott ist Gott in Anfang, Gott ist Gott in Jesus, Gott ist Gott zu dir, und Gott ist Gott für die Ewigkeit. Wenn wir anfangen mit das, Gott ist Gott am Anfang. 1. Mose 1, Vers 31, und so das kriegt den 6. Tag. Gott hat verschiedenes gemerkt, und das ist, was die Bibel sagt. Und Gott sagt, was er gemerkt hat. Und er sagt, dass dort sehr gut wir, die Oven und die Marien vergingen von dem 6. Tag. Interessant, Gott merkt Water, er merkt Lichter, die Sonne, den Mond, er merkt das Meer, er merkt Fisch, er merkt Tieren, er merkt auch Mond. Und Gott sieht, dass das sehr gut ist. Ich weiß nicht, wo dein Leben jetzt, aber wenn ich probiere zu merken, ich merke Fehler. Das sind Dinge, die nicht sehr gut sind, aber Gott ist nichts dort. Alles, was Gott hat gemerkt, das ist sehr gut. Von Anfang von der Welt, aber nu, wenn Gott das hat gemerkt, das ist sehr gut. Und lieber Freund, du weißt, du bist gemerkt von Gott, und Gott hat die sehr gut gemerkt. 1. Mose 31. Und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dass das sehr gut wird. Dort wird der Anfang. Und dann in Kapitel 2 von 1. Mose, Vers 18, und Gott der Herr sagt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will wir merken, dass am Helpen, der am passen wird. Nun versteh mich recht, Gott merkt hier nicht einen Fehler. Er hat nicht was für jeden, aber er sagt, dass die Person, der Mensch, der fehlt wird. Und durch was nicht gut wird, merkt er, was sehr gut wird. Eine Frau, und Ehe, und Familie. Nicht, dass wir Gott sein Plan für die ganze Zeit, dass wir hat bloß zu tun mit Zeit, das ist das von der auch wirken. Aber Gott sagt, dass das nicht gut wird zu dem Mensch, dass der ganz allein wird. Ich will wir merken, dass am Helpen, der am passen wird. Und so, ich will haben dies aus das Weiten in der Welt von der, wenn der Wort nicht gut ist, Gott hat einen Plan, um dort gut merken. Wir sehen das in das Bild ganz am Anfang von der Bibel. Gott wird gut am Anfang. Und Gott merkt Dinge, die nicht gut werden, hat er einen Plan, wo die gut zu merken werden. Vielleicht denken wir in uns Leben, wenn der Wort nicht schön jetzt oder ein Problem ist, wo kommen wir heraus? Wo wird es schaffen? Aber Gott hat einen Plan. Das ist nicht, was Gott verführen wird, wo wir können sein, Gott sagt, ich weiß nicht, dass das wird passieren. Gott hat einen Plan. Gott ist Gott am Anfang.
Und dann Psalm 19, Vers 2. Der Himmel reden klar von Gott seine Herrlichkeit und loten uns Gott seine Hand werk seinen. Wenn du rüt jetzt, mein Freund, von das überdach hast, oder besonders die Nacht, und du sitzt die Stirns, du sitzt den Himmel, du sitzt wo groß dort ist, und die kostet nicht teilen die Stirns, und das ist wunderbar. Der Himmel, der reden klar von Gott seine Herrlichkeit, und loten uns seine Hand werk seinen. Die Stirns, die sind groß. Der Himmel und die Umwelt ist sehr groß. Mehr als wir als Menschen uns kann denken oder studieren. Und Gott merkt dort mit seinen Händen. Gott ist Gott im Anfang. Und wenn Gott was merkt, dort ist Gott, und dort bleibt Gott für immer. Interessant, die Meer, die Bäume, all die Dinge, was da wären, die sind noch immer und die lassen noch immer Geschmack. Einer kann Bilder sein von der Welt, oder einer kann reisen und sein, hier ist ein Meer, und da sind Bäume hängen, vielleicht ein Wald auf einer sieht, und das lässt so sehr Geschmack. Oder einer sitzt in einer Stadt, wo mit Gebieten, wo Menschen haben, Gebiet von Dingen von der Erde, und das vielleicht Meer da rum, und grüne Gras, und er sagt, wow, das ist Geschmack. Oder einer jetzt, wo das ist ein großer Wasserfall, und einer hier dort Wasser riechen, und da kracht bei der Erde, da sind Millionen Gallon Wasser jeder Tag, was da durchschälen da. Und dann sitzt einer dort und denkt so, Gott ist gut. Und lieber Freund, Gott merkt dort am Anfang, und dort bleibt für immer. Wenn Gott was gut merken det, dort bleibt. Und dort ist ein Trost für uns. Gott ist gut. Wenn dein Leben auf einmal so ist, und die Dinge sind, was nicht schön ist, gut, und kick mal deine Türen sein, wo Gott dich hat gemerkt. Da kann ein großer Segen für uns sein. Und dann das nächste, Gott ist gut in Jesus. Ein paar Versen hier zu diesem Punkt. Markus Kapitel 10, Vers 45. Sogar die Menschen sehen kein nicht, sich bedeinen zu lassen, aber zu deinen, und sein Leben zu geben, viele loszukaufen. Gott schickt sein Sohn Jesus Christus aus Gott selbst, und er kommt Menschen zu dienen. Wir weiten, für er starb, der letzte Onkas, was er mit seinen Jüngern hat, er wasch Feit. Er wäre die geringste Arbeit, die letzte Arbeit zu tun, zum ein Segen sein. Und ab letzt, wie er sein Leben zu geben, viele loszukaufen. Wie wir in Fasten an sie sind, die Käden von sind, wir in Romans, wir haben nichts für uns selbst, um uns loszukaufen. Aber Jesus Christus, gibt sein Leben, dort wir können frei sein. Gott ist gut in Jesus. Und dann Johannes 3,16, Gott seine Life. Wie kann sein, wo Gott ist, wenn seine große Life, und wo beweist er seine Life für diese Welt, ist so groß. Und wenn die Bibel sagt, so groß, das meint wirklich so groß. Das meint das, was uitgetekend groß, das kann wir uns nicht denken, das ist Gott seine Life. Dort er sein einzigen Sehen Jeif. Dort all die an am leben, nicht verloren gehen, aber dort ewig Leben haben. Das sehen Jesus Christus, Gott ist Gott in Jesus. All die an am leben, an wem? An Jesus. Wollen nicht verloren gehen, aber dort ewig Leben haben, dort ist wo Gott ist Gott in Jesus. Der Plan von der Rettung ist durch Jesus. Der Plan für die Rettung ist für die. Und wenn du sitzt, wo Gott ist in Jesus, du hast die Gelegenheit, den Rettungsplan anzunehmen. Und dann Lukas Kapitel 19, Vers 10. Willst die Menschen sehen, es gekommen, die zu segnen und seilig merken, die verloren sind. Gott ist Gott zu Jesus. Jesus kommt zu dieser Welt und er sucht die Verlorenen. Interessant, er bleibt nicht bloß bei einer Stadt oder ein Gebiet und sagt, wenn die Menschen wollen kommen, dann können die kommen. Oder er hat nicht oben gehört und sagt, die kann hier nach Hand kommen. No, er ging von Stadt bei Stadt, Haus bei Haus. Nur eine Person, hier ist einer, der krank ist, hier sind 10 Lepra, die krank sind, hier ist ein blinder Mann, hier ist eine Frau, wie ein Warm, eine samaritische Frau. Und er probiert die zu helfen. Er wird die heilen, und er wird das annehmen, ihr Leben wird für immer geändert.
Hij kommt die te segnen en seilig te maken die verloren sind. Gott ist gut in Jesus. Ein von der Geschichten, was für mich sehr wunderbar ist, wo wir sehen, wo Gott ist in Jesus. Es kriegt diese Geschichte, wo Jesus mit dieser samaritische Frau redet bei einem Baum. Hij weet sein ersten Sender. Hij weet Lebenstrubbel. Und danach sagt er, ich kann die Leben jetzt weiter geben, wo die niemals wahrer Wurstarsten. Das ist eine wunderbare Geschichte, wo Jesus jetzt in einem Baum redet mit einer Frau, was nicht normal wie von jüdischer Mann. Und er sagt, kijk mal, ich kann dein Leben für immer ändern. Das ist, wo Gott ist in Jesus. Und dann, in Jesus seine letzte Deel, für seine Kreuzigung, seine letzte Stunde, dann bet er bet ernst. Sein Schweit wird es Blut trappen, er bet vorher, wenn es dien wollen, dann lot das Kuffel von mir hier weggehen. Aber wenn es nicht erst dann dien wollen, soll je doen sein. Gott ist gut in Jesus und dat Jesus sein Willen handjeft. Dat du und ich können gerat sein. Dat Jesus kann auf den Kreuz gehen und sagen, dort ist vor dich. Wie kann sein, vielleicht das Schlechteste, was in der Welt passiert, dass der vollkommenste Mensch, der was keine Sinn hat, muss sterben auf dem Kreuz. Das wird das Beste für uns. Dass unsere Sünden wurden vergeben sein, dass wir können gerat sein, dass wir vorher gemerkt, an der Ratungsplan, Gott ist gut in Jesus. So, lieber Freund, ich wundere in dein Leben, kickst du noch mal nach Jesus und sitzt, wo Gott ist. Oder vielleicht gehst du raus und sitzt, wo Gott ist von Anfang gewesen. Die Dinge, die er hat gemerkt, wo wunderbar das wirklich ist. Gott ist gut. Und ich wünsche, du kannst Zeit nehmen, um zu sein, wo Gott ist zu dir. Gott ist de Menschen sei ja gut, wat sind je alte Mol. Ein Fried fallet hell dei Jeft, Erleisung von dem Voll. Wat für Leib, oh wat für Leib, dat zeunt es mi passiert. Min Heiland starb ab einem Kreuz, für mi ab Golgatha. Min Hort dat gleift von Dag an die, o Heiland sto mi bi. Du bist nicht död, du holst mi bald, din Blut hermogt mi nie. Wat für Leib, oh wat für Leib, dat zeunt es mi passiert. Min Heiland starb ab einem Kreuz, für mi ab Golgatha. Die Menschen, wat an Jesus schleift, Gott han en fredje dag. De Herr jeft dort, wat keiner spielt, sin enet Himmelreich. Wat für Leib, oh wat für Leib, dat zeunt es mi passiert. Min Heiland starb ab einem Kreuz, für mi ab Golgatha. Wat für Leib, oh wat für Leib, dat zeunt es mi passiert. Min Heiland starb ab einem Kreuz, für mi ab Golgatha.
Du hast gehört naar de Evangelische Botschaft radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar voor dat u hartend is. Die ondersteuning voor die gebeden. Ik wens en ik bid dat deze boodschap kunnen zegen voor die zijn geweest. Besonders die eeuwen op Jezus Christus gezet en wo God hij is. Dit programma is ondersteund van de Sommerfeldse Mennonitengemeinde in Manitoba, van de Barstola Mennonitengemeinde in Warman, Saskatchewan en van de Zion Mennonitengemeinde in Schonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosterhartje. We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning in gebeden en Goven. En we zijn dankbaar dat je harten en wieder beten voor ons. Onze adres is de Evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Ons website, waar je kan online geven door PayPal, van irgendwo in de wereld, gospelmessageradio.com. Daar kan je het programma harken, ook mij uitvingen van dit programma. Nog eenmaal dat website is gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, wenn je vrouwen haben, oder würden während dieses Programm jeder Werk geschickt durch eine WhatsApp-Gruppe, das Phonenummer ist 306-230-7807. Das ist ein kanadisches Phonenummer. Again, 306-230-7807. Dankschön für Harchen, Dankschön für Beten. Ich bete, dass du kannst in dein Leben, wenn es schön geht oder schlecht, du andenken, dass Gott, wie Gott am Anfang, Gott ist Gott in Jesus, Gott ist Gott zu dir und Gott wird Gott sein in der Ewigkeit. Gottes Segen für dich. Mein Gott ist so groß, so stark und gewaltig, allmählich ist nicht für uns Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und gewaltig, allmählich ist nicht für uns Gott. Hij eent de boy, hij eent dat meer, hij steht jetzt hier in am Hoek. Mein Gott ist so groß, so stark und gewaltig, allmählich ist nicht für uns Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und gewaltig, allmählich ist nicht für uns Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und gewaltig, allmählich ist nicht für uns Gott. Hij eent de boy, hij eent dat meer, hij steht jetzt hier in am Hoek. Mein Gott ist so groß, so stark und gewaltig, allmählich ist nicht für uns Gott. Mir ist dort Leben, Wahrheit sehen von der Scheenheit von Gott.